Du sitzt in der Schule, drückst dein Lineal gegen die Tischkante und zeichnest eine perfekte Linie. Was du nicht siehst: dieser 7 mm Raum vor der Null, den Bayern seit Jahrzehnten in Lehrplänen vorschreibt, verhindert gerade, dass dein Bleistift abrutscht und die Messung um 2 mm verfälscht wird. 92% aller Lineale in Deutschland haben diesen unsichtbaren Schutz, doch die meisten halten ihn für einen Produktionsfehler. Die Wahrheit? Er ist das Ergebnis einer 800 Jahre alten Ingenieurskunst, die im 12. Jahrhundert in europäischen Handwerkszünften begann. Aber warum genau ist dieser Raum da und seit wann? Willkommen beim Kern der Dinge. Bereits im 12. Jahrhundert erkannten mittelalterliche Handwerkszünfte in Köln, Brügge und Florenz, dass Messstäbe an den Enden zuerst verschleißen. Ihre Lösung war so einfach wie genial: sie ließen die ersten Millimeter unmarkiert. Diese Tradition wanderte durch die Jahrhunderte. Als Frankreich 1799 das metrische System einführte, behielten die Pariser Instrumentenbauer die praktischen Überstände bei, nicht aus Nostalgie, sondern aus Erfahrung. Der entscheidende Schritt kam 1887 in Berlin. Der Verein Deutscher Ingenieure dokumentierte zum ersten Mal Linealüberhänge in offiziellen Spezifikationen, um Fehlausrichtungen in der schnell wachsenden Maschinenbauindustrie zu verhindern. Aber es gab ein Problem: jeder Hersteller machte es anders. Erst 1962 kodifizierte die DIN 6770 offiziell den freien Raum vor der Null für metrische Lineale und beendete damit über 800 Jahre stillschweigender Konvention durch eine verbindliche Norm. Doch die Geschichte ist nur ein Teil. Die wahren Gründe für diesen Raum sind noch überraschender. Der erste Grund ist banal und brillant zugleich. Eine Umfrage von Gute Frage. Nett unter 1200 Nutzern aus dem Dachraum aus dem Jahr 2023 ergab, 68% nennen als Topgrund das Verhindern des Bleistiftabrutschens beim Ansetzen. Wer schon einmal versucht hat, exakt bei der Null einer Flash-Null-Skala anzusetzen, kennt das Gefühl. Die Mine rutscht über die Kante, die Linie beginnt 2 mm zu spät, die Messung ist verfälscht. Der zweite Grund ist physikalisch messbar. Engineering-Tests der TU München aus dem Jahr 2022 untersuchten 200 Lineale unter standardisierter Beanspruchung. Das Ergebnis: Modelle mit Vorraum hielten 25% länger, weil die Ecken weniger Belastung erfahren. Die Skala beginnt eben nicht dort, wo das Material zuerst absplittert, ausfranst oder abgenutzt wird. Der dritte Grund liegt tief in der Fertigungstechnik. Bei Spritzgusslineale aus ABS-Plastik schrumpft das Material beim Abkühlen um 0,2 bis 0,5%. Diese Streuung wirkt sich prozentual am stärksten in kleinen Zahlenbereichen aus, also genau dort, wo du Millimeter abliest. Beginnt die Skala erst bei einigen Millimetern Abstand vom Rand, reduziert sich die Fehlerquelle um bis zu 0,2 mm. Klingt nach wenig. Im Modellbau, wo eine Spur N-Lokomotive im Maßstab 1:160 gebaut wird, entscheidet genau dieser Wert über ein passgenaues Modell oder ein verzogenes Gehäuse. Aber es gibt noch einen Grund, den selbst Ingenieure oft übersehen, und er hat mit Physik zu tun. Tusche verhält sich nicht wie Bleistift. Sie ist flüssig, sie kriecht, sie sucht sich Wege. Analysen der ETH Zürich zeigen: drückt ein Zeichner ein Lineal direkt an eine frisch gezogene Tuschelinie, saugt die Kapillarwirkung die Flüssigkeit bis zu 2 mm unter das Lineal. Das Ergebnis sind verlaufene Konturen, verschmierte Maßlinien, ruinierte Skizzen. ETH-Daten beziffern den Schaden präzise. Rund 30% aller technischen Tuschezeichnungen werden ohne ausreichenden Abstand unbrauchbar. Genau hier wird der Vorraum vor der Null zum stillen Helden. Schweizer Hersteller wie Caran-d'Ache in Genf haben das längst verstanden. In der Uhrenindustrie rund um Basel und Biel, wo Zifferblätter und Werkbrücken auf Hundertstel Millimeter genau gezeichnet werden, reduzieren Lineale mit definiertem Vorraum die Abnutzungsfehler um 15%. Manche Modelle gehen noch weiter und setzen die Null bewusst um 1 mm nach innen versetzt. Ein umgekehrter Vorraum, der den Bleistift in eine Mulde führt, statt über eine Kante. Doch die Logik kippt, sobald metrische Genauigkeit über alles geht. In der Schweizer Aerospace-Branche, etwa bei Zulieferern für RUAG, werden Vorräume kompromisslos eliminiert. Hier zählt jeder Mikrometer, hier wird die Null ans Material gezogen, hier ersetzen geschliffene Metallkanten den schützenden Abstand. Die japanische Firma Mitutoyo aus Kawasaki perfektionierte diesen Ansatz mit eingelassenen Metallkanten an der Nullmarke. Lineale, die dreimal so viel kosten wie Standardware,
dafür aber bei Null beginnen, ohne dass die Kante verschleißt. Doch hier wird es wirklich interessant. Denn kulturell spaltet dieser Raum die Welt. Eine Marktanalyse aus dem Jahr 2023 dokumentiert eine bemerkenswerte Trennlinie. 65% europäischer Nutzer bevorzugen Lineale mit Vorraum für Alltagsaufgaben, Schule, Büro, Werkstatt. In den USA dagegen wählen 85% der Ingenieure Flush-Null-Modelle, bei denen die Skala direkt an der Kante beginnt. 2 Kontinente, 2 Designphilosophien, dieselbe Aufgabe. In Bayern schreibt der Lehrplan für die Grundschule sogar einen exakten Wert vor. 7 mm Vorraum, damit Kinder das Ansetzen, Messen und Anstreichen lernen, ohne dass die Mine über die Kante rutscht. Österreichische Pädagogen gehen einen Schritt weiter. In Wien und Graz setzen Mathematiklehrer seit Jahren den sogenannten zerbrochenen Linealtest ein. Den Schülern wird ein Lineal gegeben, bei dem die ersten Zentimeter abgebrochen sind. Die Aufgabe? Trotzdem eine genaue Strecke messen. Das Ergebnis ist verblüffend. Kinder, die mit Vorraumlinealen aufgewachsen sind, ignorieren intuitiv den fehlenden Anfang und messen korrekt von einer beliebigen Marke aus. Sie haben gelernt, dass die Null kein magischer Punkt ist, sondern eine Referenz unter vielen. Der Raum hat ihnen Mathematik beigebracht, ohne dass sie es merkten. Anderswo wählt man Kompromisse. Mitutoyo in Japan kombiniert Metallkanteneinsätze mit kurzen Vorraumzonen. Chinesische Massenhersteller liefern 70% ihrer Lineale mit 4 bis 6 mm Prä-Null-Lücke nach europäischem Standard. US-Marken wie Westcott bieten beide Varianten parallel an und überlassen die Entscheidung dem Markt. Was wie ein vergessenes Stück Plastik aussieht, ist also ein Spiegel kultureller Werte. Schutz versus Präzision, Pädagogik versus Reinheit. Was bedeutet das alles für uns im Alltag? 1984 setzte die ISO 9425 in Genf einen Schlusspunkt. Der Überhang vor der Null wurde global adoptiert, von Tokio bis Sao Paulo, und beeinflusst seither die Fertigung präziser Ingenieurswerkzeuge weltweit. In Deutschland wirkt parallel die DIN 6776, nach der Schullineale standardmäßig mit 5 bis 10 mm freiem Raum vor der Nullmarke beginnen. Jene Norm, die heute 92% aller in Dachländern verkauften Lineale prägt. Damit schließt sich ein Kreis, der im 12. Jahrhundert in einer Kölner Zunftwerkstatt begann. Der unscheinbare Zwischenraum ist kein Designfehler, kein Produktionsversehen, kein vergessener Rest. Er ist eine 800 Jahre alte Lösung für 3 sehr moderne Probleme: mechanische Präzision durch reduzierten Kantenverschleiß, pädagogische Effektivität durch intuitives Verständnis von Referenzpunkten und Materialwissenschaft, die Schrumpfung, Kapillarwirkung und Abnutzung in einem einzigen leeren Streifen ausgleicht. Beim nächsten Mal, wenn du ein Lineal benutzt, halte einen Moment inne und schau auf die ersten 7 mm. Du legst das Lineal beiseite, ziehst die Linie zu Ende und für einen Moment ist dieser kleine Raum vor der Null kein toter Streifen mehr, sondern ein Echo aus mittelalterlichen Werkstätten, Pariser Eichämtern und Münchner Laboren. Alltägliche Gegenstände tragen Spuren von Jahrhunderten in sich, versteckt im Detail, getarnt als Belanglosigkeit. Welcher Gegenstand auf deinem Schreibtisch hat noch eine versteckte Funktion, die du nie hinterfragt hast? Schreib es in die Kommentare. Im nächsten Video schauen wir uns an, warum Radiergummis 2 Farben haben und warum die rote Seite ein gefährliches Versprechen ist. Manchmal ist die offensichtlichste Lücke, die du jeden Tag siehst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.